Matsch, Matsch. Ein bisschen, ja, unheimlich. Ich glaube, wir sind da falsch. Lass nur noch das Handy benutzen. Hier geht's jetzt so tief runter. Durchziehen, ja, heißt die Devise. 3 Fotografen auf einem abenteuerlichen Roadtrip durch Nordnorwegen. Schroffe Berge, zerklüftete Inseln, tiefe Fjorde. Perfekte Bedingungen für Team Haugland. Beim Segler angekommen hat es wieder mal geregnet. Wir sind aus dem Auto ausgestiegen bei Regen. Ist das eine gute Idee bei dem Wetter? Wenn es geregnet hat, ist es ziemlich rutschig. Aber mittlerweile haben wir gelernt, wenn es regnet und wir aussteigen, ist es eigentlich eine ganz gute Sache, weil meistens hört es dann auf. Ich habe auch die Badehose drunter. Egal was passiert, wir sind auf jeden Fall ausgestattet. Ich weiß ja nicht, aber gebt mal einen Daumen nach oben für den Einsatz. Wir werden mal schauen, ob wir da oben überhaupt irgendetwas sehen, ne? Oder ob da einfach komplett die Wolken zuhängen. Wanderung beginnt und zwar da hoch wollen wir. Ja, nicht ganz. Also wir wollen dahin und den fotografieren. Schaut von hier noch nicht so spektakulär aus, aber die Bilder sind genau die, die man hier von Senja kennt. Und so ein Bild wollen wir natürlich auch. Wir hoffen, es reißt noch ein bisschen auf. Die Chancen stehen ja 50-50 wie immer hier. Oh Gott, jetzt wird es erstmal, jetzt wird es matschig. Eieiei. Einfach nur Matsch. Matsch, 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 Matsch. Für eine Stunde. Da hoch. Geil. Durch diesen ganzen Matsch war das schon sehr anstrengend, da hochzulaufen. Es wurde auch sehr schnell sehr warm, ja, wenn man sich so bewegt. Da war es ganz gut, dass wir die verschiedenen Layer hatten und dann auch mal ausziehen konnten. Das wird so warm, dass ich die Steppjacke mal ausziehen muss. Und dann ist das Ganze viel atmungsaktiver und ich schwitze mich nicht tot. Und die passt hier super in den Haugland-Rucksack oben rein, in dieses Fach. Da ist sonst meine Kolltasche hier und die habe ich aber immer vorne. Und jetzt habe ich hier die Steppjacke rein. Also ich bin dann nur noch im Vlies und mit der Außenjacke eigentlich gelaufen, zwischenzeitlich nur noch mit der Außenjacke. Es war schon echt richtig warm, wenn man sich so ordentlich bewegt mit dem ganzen Fotoequipment auf dem Rücken. Ich habe jetzt hier nur das T-Shirt an und die Hauglandjacke drüber. Und am Anfang ist vielleicht ein bisschen kühl, aber es wird definitiv warm. Und ich habe da nicht zu schnell wirklich super heiß. Also von dem her nicht zu warm anziehen von Anfang an. Geht ganz schön steil hoch. Und ja, so kann man sich oben am Berg dann die anderen Schichten wieder anziehen, wenn es dann ein bisschen windet und wenn man ein bisschen schwitzig ist, was ich definitiv sein werde. Könnt mal hier kurz Video-Stopp machen und mal Screenshot machen. Perfektes Foto, oder? Geil. Da hinten kommt der Regen. Von da, direkt auf uns zu. Ist es Schweiß oder ist es Regen? Ich weiß es nicht. Aber der Weg wird auf jeden Fall immer besser. Jetzt geht's hier über Stock und über Stein. Wobei Stöcker sind nicht da. Dafür umso mehr Steine. Und ist geil. Mega. Nur nicht hinfallen ist die Devise. Ja, Mann. Ja, so traurig es ist, aber ich muss mich auf jeden Fall schon mal von meinem blauen Haugland-Shirt verabschieden für diese Reise, weil das ohne Waschmaschine ab heute Abend nicht mehr tragbar sein wird. Es ist nämlich so monster anstrengend. Wir schwitzen uns hier einen ab. Es ist ein ganz schwieriges Gelände. Und wir machen hier Höhenmeter ohne Ende. Aber gleich hoffen wir, dass wir Licht am Ende des Pfads sehen. Apropos Pfad, ich glaube, ich laufe gerade komplett falsch. Ich muss darüber wieder. Ich glaube, wir sind da falsch, Ben. Meinst du? Okay, let's try. Alter. Schwitzen in Combination und mit Regen, ja.
Und seht auch, die Linse wird auch hier zugetropft. Also nichts wie weiter. Und wir haben schon gesagt, ey, wie geil wäre das, wenn man einfach mit dem Handy nur fotografieren könnte. Wenn einfach die Quali so geil wäre, dass man einfach sagt, lass nur noch das Handy benutzen und nicht mehr den ganzen Kram mitschleppen. Langsam kommen wir oben an. Da hinten sieht man schon die andere Seite des Fjords. Und hier, Leute, ist dieser fantastische Berg, Segler. Und der sieht von der anderen Seite gar nicht so spektakulär aus. Erst wenn man hier ist, sieht man so von der Seite diese heftig krasse Form einfach. Jetzt kann man sich entscheiden, von der Seite oder mehr von der Seite fotografieren. Und als wir dann oben angekommen sind, der Blick war einfach gigantisch. Ja, vor Ort hat mich das Ganze dann nochmal wirklich mehr von den Socken kaut. Es ist tatsächlich wie immer, es lohnt sich. Es lohnt sich einfach immer solche Wege auf sich zu nehmen. Schaut euch das mal bitte an. Und diese Stelle. Hier geht's einfach die Klippen sowas von steil aber runter. Also keine Angst, ich gehe jetzt nicht nah hin. Ja, sowas solltet ihr auch nicht machen. Immer noch Sicherheitsabstand und sowas. Kein Bild der Welt ist es wert, sich irgendwie in Gefahr zu begeben. Aber hier geht's jetzt so tief runter. Das sind so 2-3 Meter und dann ein paar hundert Meter, zack, in die Tiefe. Krasse Stimmung. Ja, nicht viel Licht, aber mega dramatischer Himmel. Also geil! Aber der Berg ist einfach der Oberhammer und hier überall mutet es jetzt zu, ein bisschen zu arg schon fast, aber das Wetter wechselt ja hier so schnell und das sollte kein Problem sein, vielleicht zieht es gleich wieder weg. Und wenn nicht, machen wir halt Moody Shots, auch geil. Sieht mega geil aus, gerade mit diesen zugehangenen Bergen. Und egal, wo du gerade hinguckst, es sieht episch aus. Und schaut euch mal an hier oben. Jetzt ist der Berg relativ klar, alles außenrum diesig, genauso wie wir es wollten. Wahnsinn, richtig, richtig geil. Beim Fotografieren gibt es sehr viele Möglichkeiten mit Vordergründen. Man hat Felsplatten, die spannend stehen, die so einen coolen Winkel haben. Man hat auch Farben von so Pflanzen am Boden, die man mit einbauen kann. Und wenn man das schafft, ein bisschen Tiefe zu erzeugen, kann man da echt coole Bilder machen. Ich habe jetzt hier Blende 9 ISO 200 und 1 Sekunde Verschlusszeit. Und so kann ich hier diese mystische Nebelstimmung einfangen. Ach, ich habe mich komplett ausgetobt. Ich bin einmal hier dahin geflogen, wo wir jetzt nicht mehr hinwandern konnten, weil es einfach zu steil und zu weit ist. Ein kleiner Tipp für die Drohnenfotografen, die ihre Bilder auch gerne auf Instagram posten, ist die Panorama-Funktion. Du musst nur auf den Knopf drücken und sie macht dann ein Querbild oben, mittig und unten und baut das einfach zu einem Hochformatbild zusammen und dann hast du auch das richtige Format für Instagram. Also auf einer Skala von 1 bis 10 ist die Fotolocation irgendwo bei 125. Ja, also ich bin hin und weg, habe mich hier tot geknipst. Oh, eine schöne Sache. Eine der geilsten Locations, die ich bisher fotografiert habe. Ich bin wirklich flashed und hyped und bin so froh, dass wir im Regen losgelaufen sind. Wir laufen gerade noch ein Stückchen höher und da standen wir eben. Das geht richtig heftig da runter, Alter. Das ist nur so ein Felsvorsprung. Das sieht mega geil aus. Vor allem die gelbe Jacke, die knallt so krass. Heftig. Und das war eigentlich auch so das Foto, was ich mir vorgestellt habe vom Segler. So für die Größenrelation, eine Person im Bild mit einer knalligen Farbe, die sich gut abhebt von diesem doch sehr tristen und einheitlichen Hintergrund, von diesem Berg, der sehr grau ist. Und für die Größenrelation in dem Bild steht im Optimalfall eben sehr klein und der Berg sehr, sehr groß. Das ist mein absolutes Favorite-Foto von diesem Tag, aber auch von Senja im Allgemeinen. Es ist einfach ein super epischer Shot.
Wenn man den Sonnenuntergang fotografiert, wie wir das gemacht haben, dann ist es dunkel, wenn man runtergeht. Und hier ist auf jeden Fall erforderlich, eine Taschenlampe zu haben, dass man den Weg findet, weil das ist gar nicht so einfach. Und wer hat keine Lampe? Der Jaworski. Na klar. Jetzt geht's runter im Dunkeln. Oh weia. War noch matschiger, weil es wieder das Regnen angefangen hat. Es war eine kleine Rutschpartie. Hier drauf haben wir sehnsüchtigst gewartet. Die Bretter sind wieder da. Es war ein echt beschissener Weg. Der schaut ungefähr überall genau so aus. Aber es haben alle sauber überstanden, sage ich mal. Also ein-, zweimal ein bisschen mit der Hand abstürzen, aber dann ging das ganz gut. Wir haben ein bisschen Zeitstress, denn wir müssen jetzt noch 1,5 Stunden bis zur Fähre fahren. Und das ist die letzte Fähre, die diese Saison noch fährt. Wenn wir die verpassen, müssen wir 8 Stunden mit dem Auto fahren. Wir wollen jetzt nämlich auf die Westerahlen und da fährt man am besten von Senja mit der Fähre. Also let's go! Das heißt, wir mussten uns echt ranhalten und pünktlich sein, was nicht so unsere Stärke ist. Vor allem, wenn es auf dem Weg zur Fähre noch so spannende Motive gibt. Hier zum Beispiel rote Häuschen, Hintergrund, episch. Was sehe ich denn da? Ein kleines Bötchen. Perfekt. Das ist so ein schönes Boot im Vordergrund mit diesem tollen Panorama, so im Hochformat. Mega schön das Rot mit dem Weiß. Hier kann man kleine Fischhäuser mit der Landschaft verbinden. Das sieht echt cool aus. Und ich gucke so auf die Uhr, noch 30 Minuten, dann fährt die Fähre ab. Wir müssen uns echt ranhalten. Wir haben es geschafft, die Fähre haben wir erreicht, jetzt müssen wir hier noch warten. 1, 2, Nummer 3 sind wir. Kommen wir noch auf die Fähre? Weil das ist nicht garantiert. Man sollte rechtzeitig hier sein. Vielleicht klopfe ich mal beim Captain. Das ist für mich so ein bisschen eine größere Herausforderung. Du kannst nichts planen, du kannst nichts zweimal machen.